Lektion 1: Immobilienabenteuer. Hallo Anna, hast du schon einmal ein Haus gekauft? Hallo John. Ja, ich habe letztes Jahr mein erstes Haus gekauft. Es war ein ziemliches Abenteuer. Wirklich? Das ist unglaublich. Haben Sie einen Immobilienmakler benutzt oder haben Sie ihn über eine Online-Anzeige gefunden? Ich habe es tatsächlich über eine Online-Liste gefunden. Ich habe Stunden damit verbracht, verschiedene Websites zu durchsuchen und mir Bilder von Häusern anzusehen. Das klingt aufregend. Woher wusstest du, welches Haus das Richtige für dich ist? Nun, ich habe eine Liste mit meinen Must-Haves und Nice-to-Haves erstellt. Dann habe ich die Optionen auf der Grundlage meines Budgets und meiner Standortpräferenzen eingegrenzt. Das ist ein kluger Ansatz. Haben Sie die Häuser persönlich besucht, bevor Sie eine Entscheidung getroffen haben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe Termine mit den Verkäufern vereinbart und jedes Haus besucht, um ein Gefühl für den Raum zu bekommen und zu sehen, ob er meinen Erwartungen entspricht. Ich kann mir vorstellen, dass das ein ziemlicher Prozess war. Gab es unterwegs irgendwelche Herausforderungen? Oh, auf jeden Fall. Manchmal sahen die Häuser in echt ganz anders aus als auf den Bildern. Es war wichtig, auf die Details zu achten. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig sein kann. Haben Sie den Preis mit dem Verkäufer ausgehandelt? Unbedingt. Ich habe ein Angebot gemacht, das unter dem Angebotspreis lag, und habe mit dem Verkäufer verhandelt, bis wir einen Preis erreicht haben, mit dem wir beide zufrieden waren. Das ist beeindruckend. Hatten Sie während des Kaufprozesses Hilfe von Fachleuten? Ja, ich habe einen Hausinspektor beauftragt, um sicherzustellen, dass das Haus in einem guten Zustand ist und keine versteckten Probleme auftraten. Das ist eine kluge Entscheidung. Das klingt, als hättest du ein ziemliches Abenteuer gehabt, dein Haus zu kaufen. Oh, es war definitiv ein Abenteuer. Aber am Ende hat es sich gelohnt. Ich liebe mein neues Zuhause. Ich freue mich, das zu hören. Es hört sich so an, als hätten Sie durch den Prozess viel gelernt. Unbedingt. Ein Haus zu kaufen ist eine große Entscheidung, aber mit sorgfältiger Planung und Recherche kann es eine lohnende Erfahrung sein. Das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ich mich entscheide, in Zukunft ein Haus zu kaufen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Du bist willkommen. Wenn Sie jemals einen Rat benötigen oder weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das weiß ich zu schätzen. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir, wenn die Zeit gekommen ist. Nochmals vielen Dank. Lektion 2: Zieldilemma. Hallo Anna, hast du dich entschieden, wohin du in deinem nächsten Urlaub gehen willst? Hallo John. Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich denke darüber nach, irgendwo in der Nähe zu sein, zum Beispiel am Strand. Was ist mit dir? Oh, ich liebe den Strand. Aber ich denke auch darüber nach, eine große Stadt zu erkunden. Ich kann mich nicht zwischen den beiden entscheiden. Nun, an den Strand zu gehen kann so entspannend sein. Sie können in der Sonne liegen, im Meer schwimmen und die wunderschöne Landschaft genießen. Das klingt unglaublich. Ich könnte wirklich etwas Entspannung gebrauchen. Aber auf der anderen Seite kann es so aufregend sein, eine Großstadt zu erkunden. Es gibt immer neue Dinge zu sehen und zu tun.
Das ist wahr. In einer großen Stadt können Sie Museen besuchen, einkaufen gehen, verschiedene Küchen probieren und das pulsierende Stadtleben erleben. Ja, die Möglichkeiten sind endlos. Ich liebe die Idee, verschiedene Küchen auszuprobieren und in die lokale Kultur einzutauchen. Unbedingt. Das Ausprobieren neuer Lebensmittel ist einer der besten Aspekte des Reisens. Sie können Aromen probieren, die Sie noch nie zuvor erlebt haben. Das ist so wahr. Aber andererseits ist es so beruhigend, am Strand zu sein, den Sand zwischen den Zehen zu spüren und dem Rauschen der Wellen zu lauschen. Ich stimme vollkommen zu. Der Strand sorgt dafür, dass Sie sich in Frieden fühlen und sich von der geschäftigen Welt abschalten können. Das ist genau das, was ich jetzt brauche, eine friedliche Flucht. Vielleicht ist der Strand die perfekte Wahl für mich. Es klingt, als könnte es sein. Außerdem können Sie Wasseraktivitäten wie Surfen, Schnorcheln oder einfach lange Spaziergänge entlang der Küste unternehmen. Das klingt ansprechend. Ich kann mir schon vorstellen, die Sonnenuntergänge zu genießen und Sandburgen zu bauen. Es ist ein wunderbares Bild. Aber vergessen Sie nicht das pulsierende Nachtleben der Stadt und die Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und bleibende Erinnerungen zu sammeln. Du hast recht. Beide Optionen haben ihren ganz eigenen Reiz. Vielleicht sollte ich versuchen, ein Reiseziel zu finden, das sowohl den Strand als auch die Stadt verbindet. Das ist eine tolle Idee. Es gibt einige Orte, die das Beste aus beiden Welten bieten. Tagsüber können Sie am Strand entspannen und nachts die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkunden. Das klingt nach dem perfekten Kompromiss. Ich werde mir diese Ziele auf jeden Fall ansehen. Danke für den Vorschlag. Du bist willkommen. Ich hoffe, Sie finden das perfekte Reiseziel, das all Ihre Urlaubswünsche erfüllt. Das weiß ich zu schätzen. Ich werde dafür sorgen, dass du weißt, wo ich am Ende hingehe. Vielleicht kannst du auch zu mir kommen. Das wäre fantastisch. Ich bin immer bereit für ein Abenteuer. Lass es mich einfach wissen und ich werde da sein. Ich danke dir. Ich halte dich auf dem Laufenden. Auf die Suche nach dem perfekten Urlaubsort. Lektion 3: Budgetfreundliche Unterkünfte. Hallo Anna, ich plane eine Reise und muss ein zentrales Hotel finden. Haben Sie Vorschläge für erschwingliche und dennoch komfortable Optionen? Hallo John. Klar, damit kann ich dir helfen. Die Preise können variieren, aber es gibt ein paar budgetfreundliche Hotels in der Innenstadt, die Sie vielleicht in Betracht ziehen sollten. Das wäre toll. Ich möchte sicherstellen, dass ich mein Budget einhalte, ohne Kompromisse bei Komfort oder Lage einzugehen. Ich verstehe. Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, Online-Reisewebsites zu überprüfen. Sie bieten oft ermäßigte Preise für Hotels in beliebten Gegenden an. Das ist eine gute Idee. Ich werde auf jeden Fall diese Websites durchsuchen und die Preise vergleichen. Hast du noch weitere Vorschläge? Eine andere Möglichkeit besteht darin, einen Aufenthalt in einem Hostel oder einer Pension in Betracht zu ziehen. Sie sind in der Regel günstiger und bieten dennoch einen komfortablen Aufenthalt. Ich habe von Hostels gehört, bin mir aber nicht sicher, ob sie für mich geeignet sind. Sind sie sicher und sauber? Ja, viele Hostels haben private Zimmer zur Verfügung,
sodass du immer noch deinen eigenen Raum haben kannst. Und die meisten Hostels legen Wert auf Sauberkeit und Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Das werde ich als Alternative im Hinterkopf behalten. Irgendwelche anderen Tipps für die Suche nach einer erschwinglichen Unterkunft? Ein weiterer Tipp ist, in Betracht zu ziehen, etwas außerhalb des Stadtzentrums zu wohnen. Hotels in den Außenbezirken sind oft günstiger, und Sie können die Hauptattraktionen trotzdem bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Das ist eine kluge Idee. Es würde mir helfen, etwas Geld zu sparen und gleichzeitig günstig gelegen zu sein. Das werde ich mir auch ansehen. Großartig! Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, Bewertungen zu lesen und die Annehmlichkeiten der Hotels zu überprüfen, die Sie in Betracht ziehen. Auf diese Weise können Sie eine fundierte Entscheidung treffen. Absolut. Ich werde darauf achten, Bewertungen zu lesen und nach Annehmlichkeiten zu suchen, die mir wichtig sind, wie kostenloses WLAN oder Frühstück. Kluge Wahl. Durch gründliche Recherchen können Sie ein Hotel finden, das Ihren Bedürfnissen entspricht und perfekt zu Ihrem Budget passt. Danke für all die Vorschläge. Ich fühle mich jetzt sicherer, ein budgetfreundliches und dennoch zentral gelegenes Hotel zu finden. Lektion 4: Einkaufsliste und Aufgabenteilung. Hallo Anna, ich denke, es ist Zeit, ein paar Lebensmittel einzukaufen. Großartig! Lassen Sie uns eine Einkaufsliste erstellen und dann die Aufgaben aufteilen. Hallo John. Das klingt nach einem Plan. Wir können damit beginnen, eine Liste aller Artikel zu erstellen, die wir benötigen. Hast du Stift und Papier? Ich habe einen Stift, aber ich muss etwas Papier finden. Warum fängst du in der Zwischenzeit nicht an, über die Dinge zu reden, die wir aufnehmen sollten? Sicher. Beginnen wir mit den Grundlagen wie Obst, Gemüse, Milchprodukten und Fleisch. Wir können auch Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln und Konserven hinzufügen. Gute Idee. Wir sollten auch Reinigungsmittel, Toilettenartikel und alle anderen Haushaltsgegenstände, die wir möglicherweise benötigen, mit einbeziehen. Absolut. Und vergessen Sie nicht Snacks und Getränke wie Chips, Kekse und Getränke, wenn wir uns entspannen möchten. Richtig. Stellen wir sicher, dass wir alle unsere Mahlzeiten abdecken, einschließlich Frühstück, Mittag und Abendessen. Wir können Müsli, Brot, Eier und andere wichtige Dinge für das Frühstück hinzufügen. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten auch alle speziellen Ernährungsbedürfnisse oder Präferenzen berücksichtigen, damit wir geeignete Optionen anbieten können. Definitiv. Sobald wir die Liste fertig haben, können wir die Aufgaben aufteilen. Wie wäre es, wenn Sie sich um die Bereiche Obst und Molkerei kümmern würden? Hört sich gut an. Ich kümmere mich um die Auswahl von frischem Obst, Gemüse und Milchprodukten. Und warum kümmerst du dich nicht um das Fleisch und die Vorratsartikel? Klar, das kann ich machen. Ich achte darauf, Fleisch von guter Qualität zu wählen und mich mit Vorratsprodukten wie Reis, Nudeln und Konserven einzudecken. Perfekt. Wir müssen auch über Non-Food-Artikel nachdenken. Wie wäre es, wenn ich mich um die Reinigungsmittel und Toilettenartikel kümmere? Das funktioniert für mich. Und ich kümmere mich um alle anderen Haushaltsgegenstände, die wir brauchen, wie Glühbirnen oder Batterien. Klingt nach einem Plan. Sobald wir mit dem Einkaufen fertig sind, können wir uns treffen und die Rechnung entsprechend aufteilen. Absolut. Wir behalten die Quittungen und teilen die Gesamtkosten unter uns auf.
Auf diese Weise ist es fair und transparent. Einverstanden. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass wir beide den gleichen Beitrag leisten. Exakt. Es dreht sich alles um Teamwork und Zusammenarbeit. Wir können uns gegenseitig unterstützen und den Einkaufsprozess effizienter gestalten. Definitiv. Es macht immer mehr Spaß und ist produktiver, wenn wir zusammenarbeiten. Lass uns mit der Einkaufsliste beginnen. Absolut. Ich suche etwas Papier und wir können anfangen, die Dinge aufzuschreiben, die wir brauchen. Das wird ein erfolgreicher Einkaufsbummel. Ich freue mich. Stellen wir sicher, dass wir alles auf unserer Liste abdecken und den Prozess genießen. Viel Spaß beim Einkaufen, Partner. Ich danke dir. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Lassen Sie uns dies zu einem produktiven und angenehmen Einkaufserlebnis machen. Auf eine gut vorbereitete Einkaufsliste. Lektion 5: Einkaufstipps und Empfehlungen. Hallo Anna, ich habe vor, heute einkaufen zu gehen. Ich habe ein paar Artikel auf meiner Liste, bin aber offen für Vorschläge. Natürlich werde ich auch nach diesen Ausschau halten. Hallo John. Das ist großartig. Einkaufen kann Spaß machen, besonders wenn Sie neue Artikel entdecken. Lass mich wissen, was auf deiner Liste steht, und ich werde sehen, ob ich Empfehlungen für dich habe. Sicher. Ich muss ein paar neue Klamotten für die kommende Saison kaufen. Ich suche nach bequemen und dennoch stilvollen Optionen. Das klingt aufregend. Haben Sie darüber nachgedacht, in einigen Secondhand-Läden oder Secondhand-Läden nachzuschauen? Sie haben oft einzigartige und erschwingliche Kleidungsstücke. Das ist eine tolle Idee. Ich habe nicht über Secondhand-Läden nachgedacht, aber ich bin definitiv offen dafür, dort einige versteckte Juwelen zu finden. Sie werden überrascht sein, was Sie finden können. Gebrauchtwarenläden sind eine großartige Möglichkeit, Ihrer Garderobe Persönlichkeit zu verleihen, ohne das Budget zu sprengen. Mir gefällt die Idee, meiner Garderobe einige Unikate hinzuzufügen. Ich werde Secondhand-Läden auf jeden Fall eine Chance geben. Irgendwelche anderen Einkaufstipps? Ein weiterer Tipp ist, nach Verkäufen und Rabatten Ausschau zu halten. In vielen Geschäften gibt es Saison- oder Ausverkauf, mit denen Sie Geld sparen können. Das ist ein gutes Argument. Ich werde sicherstellen, dass alle aktuellen Angebote oder Werbeaktionen verfügbar sind, bevor ich meine Einkäufe tätige. Vergessen Sie außerdem nicht, Dinge anzuprobieren, bevor Sie sie kaufen. Es ist wichtig, dass die Kleidung gut sitzt und bequem ist. Absolut. Das Anprobieren von Kleidung ist entscheidend, um eine gute Passform zu gewährleisten. Ich werde mir Zeit nehmen und sicherstellen, dass die Kleidung, die ich auswähle, die richtige Größe hat. Und wenn Sie nach bestimmten Marken oder Artikeln suchen, können Sie auch online einkaufen. Viele Websites bieten eine Vielzahl von Optionen und liefern direkt vor Ihrer Haustür. Online-Shopping ist praktisch, besonders wenn Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, wenn ich in physischen Geschäften nicht finde, was ich brauche. Das ist ein guter Ansatz. Online-Shopping eröffnet eine ganze Welt von Möglichkeiten. Denken Sie daran, die Bewertungen zu lesen und die Größeninformationen zu überprüfen, bevor Sie einen Kauf tätigen. Absolut. Ich werde meine Nachforschungen anstellen und fundierte Entscheidungen treffen. Vielen Dank für die Einkaufstipps und Empfehlungen. Ich weiß das zu schätzen.
Lektion 6: Individualität ausdrücken. Hallo Anna, ich habe über die verschiedenen Möglichkeiten nachgedacht, wie wir unsere Individualität ausdrücken können. Ist es nicht faszinierend, wie wir unsere Einzigartigkeit auf verschiedene Weise unter Beweis stellen können? Hallo John. Absolut. Es ist wunderbar zu sehen, wie jede Person ihren eigenen Stil, ihre eigenen Interessen und Talente hat. Es macht das Leben definitiv aufregender. Definitiv. Es ist immer aufregend, verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, um uns auszudrücken. Sei es durch Mode, Hobbys oder auch durch die Art und Weise, wie wir unsere Wohnräume dekorieren. Absolut. Mode ist eine großartige Möglichkeit, unsere Individualität zu präsentieren. Die Kleidung, die wir tragen, kann unsere Persönlichkeit widerspiegeln und eine Aussage darüber abgeben, wer wir sind. Das ist wahr. Ich glaube, dass Mode eine Kunstform ist und wir sie nutzen können, um unserer Kreativität und unserem persönlichen Geschmack Ausdruck zu verleihen. Es ist, als würde man unsere Persönlichkeit nach außen tragen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Unsere Hobbys und Interessen spielen auch eine wichtige Rolle dabei, unsere Individualität zum Ausdruck zu bringen. Wenn wir zum Beispiel eine Leidenschaft für Fotografie haben, können wir die Welt durch unser einzigartiges Objektiv einfangen. Exakt. Unsere Hobbys bieten ein Ventil zur Selbstdarstellung und ermöglichen es uns, unsere Interessen zu erkunden. Ob Malen, Spielen eines Instruments oder sogar Kochen, diese Aktivitäten spiegeln unsere Individualität wider. Absolut. Und vergessen wir nicht, wie wir unsere Wohnräume dekorieren. Unsere Auswahl an Farben, Möbeln und Kunstwerken kann eine einzigartige Atmosphäre schaffen, die unseren persönlichen Stil widerspiegelt. Das ist ein gutes Argument. Unsere Lebensräume sind eine Erweiterung von uns selbst, und sie sollten unseren Geschmack und unsere Vorlieben widerspiegeln. Es ist, als würden wir unsere eigene kleine Welt erschaffen. Definitiv. Eine andere Möglichkeit, Individualität auszudrücken, sind die Bücher, die wir lesen, und die Filme, die wir uns ansehen. Diese Entscheidungen können Aufschluss über unsere Interessen und Werte geben. Ich stimme zu. Die Geschichten, in die wir uns vertiefen, können unsere Perspektiven prägen und unsere Fantasie beflügeln. Es ist wie ein Fenster in unsere Seele. Absolut. Und vergessen wir nicht die Macht unserer Worte. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die Sprache, die wir verwenden, und die Ideen, die wir ausdrücken, tragen alle zu unserer Individualität bei. Du hast recht. Unsere Worte haben die Fähigkeit, zu inspirieren, zu beeinflussen und eine nachhaltige Wirkung zu erzielen. Sie sind ein Spiegelbild unserer einzigartigen Gedanken und Erfahrungen. In der Tat. Es ist faszinierend, wie jeder Einzelne seine eigene Geschichte zu erzählen hat. Unsere Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge machen uns zu dem, was wir sind, und diese Geschichten zu teilen, ist eine weitere Möglichkeit, unserer Individualität Ausdruck zu verleihen. Absolut. Unsere Geschichten sind ein Teil von uns, und indem wir sie teilen, eröffnen wir neue Wege der Verbindung und des Verständnisses. Es ist eine wunderschöne Art, unsere Individualität zu feiern. Das ist es wirklich. Das Annehmen unserer Individualität bringt nicht nur Freude in unser eigenes Leben, sondern bereichert auch das Leben unserer Mitmenschen. Es ist ein Geschenk, das wir mit der Welt teilen können. Gut gesagt. Unsere Individualität macht uns einzigartig und besonders. Lassen Sie uns weiterhin auf unterschiedliche Weise erforschen und uns ausdrücken und dabei die Schönheit unserer eigenen Individualität feiern. Lektion 7: Besondere Anlässe feiern. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, besondere Anlässe zu feiern und anzuerkennen. Auf jeden Fall,
stellen wir sicher, dass sie sich an ihrem besonderen Tag geschätzt fühlen. Hallo John. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn wir besondere Anlässe feiern, können wir den Menschen in unserem Leben unsere Liebe und Wertschätzung zeigen. Es ist eine wunderbare Art, ihnen das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein. Definitiv. Geburtstage, Jahrestage und andere Meilensteine geben uns die Gelegenheit, unsere Dankbarkeit auszudrücken und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Es ist wichtig, dass diese Momente zählen. Absolut. Eine Art zu feiern besteht darin, durchdachte Geschenke zu machen. Es geht nicht um den materiellen Wert, sondern um das Gefühl, das hinter dem Geschenk steht. Das ist wahr. Ein gut durchdachtes Geschenk zeigt, dass wir Mühe und Überlegung investiert haben, um etwas Sinnvolles auszuwählen. Es ist eine Möglichkeit, unsere Liebe und Wertschätzung zu zeigen. Und vergessen wir nicht die Macht der Worte. Herzliche Botschaften zu senden, eine durchdachte Karte zu schreiben oder sogar ein Gedicht zu widmen, kann eine große Wirkung haben. Du hast recht. Worte haben die Fähigkeit, das Herz zu berühren und unsere tiefsten Gefühle zu vermitteln. Es ist eine wunderschöne Art, jemanden wissen zu lassen, wie viel er uns bedeutet. Absolut. Eine andere Art zu feiern besteht darin, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Wenn wir einen besonderen Ausflug planen oder ein Treffen organisieren, können wir unvergessliche Erinnerungen schaffen. Das ist wahr. Zeit ist ein kostbares Geschenk, und wenn wir sie jemandem an seinem besonderen Tag widmen, zeigt, wie sehr wir seine Präsenz in unserem Leben schätzen. Es geht darum, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. In der Tat. Feierlichkeiten bieten auch die Möglichkeit, köstliche Speisen und Getränke zu genießen. Egal, ob es sich um ein hausgemachtes Essen oder um ein Abendessen in einem Lieblingsrestaurant handelt, es trägt zur festlichen Atmosphäre bei. Absolut. Essen bringt Menschen zusammen und schafft ein fröhliches Ambiente. Es ist eine Art, nicht nur den Anlass zu feiern, sondern auch die Freuden des Lebens selbst. Und vergessen wir nicht, wie wichtig Überraschungen sind. Wenn Sie etwas Unerwartetes planen, wie eine Überraschungsparty oder eine kleine Geste, kann der Anlass noch unvergesslicher werden. Du hast absolut recht. Überraschungen verleihen der Feier ein gewisses Maß an Spannung und Vorfreude. Sie zeigen, dass wir uns ins Zeug gelegt haben, um den Tag eines Menschen zu etwas ganz Besonderem zu machen. Definitiv. Schließlich ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Feierlichkeiten nicht auf große Anlässe beschränkt sind. Alltägliche Momente und Erfolge verdienen ebenfalls Anerkennung und Wertschätzung. Das ist ein gutes Argument. Das Feiern der kleinen Siege und Meilensteine im Leben erinnert uns daran, Freude an den kleinen Dingen zu finden und die Reise zu schätzen. Absolut. Lassen Sie uns also bewusst versuchen, die Menschen und Momente zu feiern, die Glück in unser Leben bringen. Jeder verdient es, sich an seinem besonderen Tag geliebt und geschätzt zu fühlen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sorgen wir dafür, dass bedeutungsvolle Feierlichkeiten veranstaltet werden, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Lektion 8: Erkunden pulsierender Städte. Hallo Anna, ich habe nach verschiedenen Städten gesucht, die ich besuchen möchte, und ich tendiere zu London. Es scheint eine so lebendige und historische Stadt zu sein. Hallo John. London ist eine fantastische Wahl. Es ist eine Stadt, die eine einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne bietet. Dort gibt es so viel zu entdecken und zu erleben. Absolut. Ich habe gehört, dass London eine reiche Geschichte hat,
mit Wahrzeichen wie dem Tower of London und dem Buckingham Palace. Es wäre unglaublich, sie persönlich zu sehen. Ja, diese Wahrzeichen sind wirklich großartig. Aber in London geht es nicht nur um seine Geschichte. Es ist auch ein Zentrum für Kunst und Kultur. Sie können erstklassige Museen wie das British Museum oder die Tate Modern besuchen. Das ist wahr. Die Kunstszene in London ist berühmt, und ich würde gerne in die lebendige künstlerische Atmosphäre eintauchen. Es ist eine Stadt, die Kreativität und Innovation fördert. Definitiv. Und vergessen wir nicht die vielfältige kulinarische Szene in London. Von traditionellen britischen Pubs bis hin zu internationaler Küche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ich freue mich darauf, die berühmten Fish and Chips zu probieren und die lokalen Lebensmittelmärkte zu erkunden. London ist bekannt für seine kulinarischen Köstlichkeiten und ich kann es kaum erwarten, mich den Aromen der Stadt hinzugeben. Klingt köstlich. Eine weitere großartige Sache in London ist die Theaterszene. Im West End finden erstklassige Produktionen statt, und dort ein Theaterstück oder ein Musical zu sehen, wäre ein unvergessliches Erlebnis. Absolut. Das West End ist bekannt für seine erstklassigen Aufführungen, und ich würde gerne die Magie des Live-Theaters in einer so ikonischen Umgebung erleben. Es ist ein Muss in London. Und vergessen wir nicht die schönen Parks und Grünflächen. Der Hyde Park und die Kensington Gardens eignen sich perfekt für einen gemütlichen Spaziergang oder ein Picknick an einem sonnigen Tag. Das klingt wunderbar. Die Parks zu erkunden wäre eine großartige Möglichkeit, die Natur zu genießen und eine Pause von der pulsierenden Stadtatmosphäre einzulegen. London bietet wirklich eine Vielzahl von Erlebnissen. Absolut. Es ist eine Stadt, in der Tradition auf Innovation trifft und es immer etwas Neues und Aufregendes passiert. In London werden Ihnen nie die Dinge ausgehen, die es zu sehen und zu tun gibt. Ich freue mich sehr darauf, in die pulsierende Energie der Stadt einzutauchen und die einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und Moderne zu erleben. London scheint ein Ort zu sein, der alles hat. Das tut es auf jeden Fall. London hat einen Charme, der Besucher aus aller Welt in seinen Bann zieht. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit haben, die Stadt zu erkunden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und Ihre Begeisterung für London. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer einzulassen und die Wunder der Stadt zu entdecken. Lektion 9: Überzeugende Anfragen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie ich eine überzeugende Anfrage stellen kann. Es ist wichtig, Beweise für Ihre Anfrage zu haben. Auf jeden Fall sollten wir sicherstellen, dass wir mit den richtigen Tools ausgestattet sind, um überzeugende Argumente vorbringen zu können. Hallo John. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn Sie eine Anfrage stellen, können starke Beweise und unterstützende Argumente die Erfolgschancen erheblich erhöhen. Es geht darum, überzeugende Argumente vorzubringen. Definitiv. Eine Möglichkeit, Ihre Anfrage zu unterstützen, besteht darin, relevante Daten und Statistiken bereitzustellen. Zahlen können helfen, die Wichtigkeit oder die Wirkung Ihrer Anfrage zu veranschaulichen. Das ist wahr. Daten können die Glaubwürdigkeit erhöhen und die Notwendigkeit Ihrer Anfrage belegen. Es ist wichtig, zuverlässige Quellen zu finden und die Informationen klar und präzise darzustellen. Absolut. Eine andere Möglichkeit, Ihre Anfrage zu unterstützen, besteht darin, persönliche Erfahrungen oder Anekdoten auszutauschen. Geschichten aus dem wirklichen Leben können eine emotionale Verbindung herstellen und die Bedeutung Ihrer Anfrage hervorheben. Du hast recht.
Persönliche Erfahrungen verleihen Ihrer Anfrage eine menschliche Note und können sie nachvollziehbarer machen. Es hilft anderen zu verstehen, warum Ihre Anfrage auf einer tieferen Ebene wichtig ist. Das ist ein gutes Argument. Darüber hinaus kann die Bereitstellung von Beispielen oder Fallstudien überzeugend sein. Es zeigt, dass Ihre Anfrage in ähnlichen Situationen oder Kontexten erfolgreich war. Definitiv. Beispiele und Fallstudien belegen die Machbarkeit und mögliche positive Ergebnisse Ihrer Anfrage. Es gibt anderen das Vertrauen, Ihre Anfrage zu unterstützen. Absolut. Eine weitere effektive Möglichkeit, Ihre Anfrage zu unterstützen, besteht darin, Testimonials oder Empfehlungen zu präsentieren. Wenn Sie Unterstützung von angesehenen Personen oder Organisationen erhalten, wird Ihre Sache glaubwürdiger. Das ist wahr. Testimonials und Empfehlungen sind ein sozialer Beweis und zeigen, dass andere an den Wert Ihrer Anfrage glauben. Es ist ein wirksames Mittel, um Unterstützung zu gewinnen und Entscheidungen zu beeinflussen. Du hast absolut recht. Darüber hinaus ist es wichtig, potenzielle Einwände oder Bedenken zu antizipieren und auszuräumen. Indem Sie proaktiv Fragen beantworten oder Lösungen anbieten, können Sie Zweifel ausräumen und die Wahrscheinlichkeit einer positiven Antwort erhöhen. Definitiv. Wenn Sie bereit sind, auf Einwände einzugehen, zeigen Sie, dass Sie Ihre Anfrage durchdacht haben und entschlossen sind, Lösungen zu finden. Es zeigt Ihr Engagement und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines positiven Ergebnisses. Absolut. Schließlich ist es wichtig, dass Sie bei Ihrer Anfrage einen respektvollen und überzeugenden Ton beibehalten. Verwenden Sie eine klare, präzise und höfliche Sprache. Es geht darum, überzeugende Argumente vorzubringen und gleichzeitig die Sichtweisen anderer zu berücksichtigen. Das ist ein gutes Argument. Respektvoll zu kommunizieren und die richtigen Worte zu wählen, kann einen erheblichen Unterschied darin machen, wie Ihre Anfrage aufgenommen wird. Es zeigt, dass Sie die Meinungen und Bedenken anderer schätzen. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Erkenntnisse darüber, wie Sie überzeugende Anfragen stellen können. Mit den richtigen Beweisen und einem durchdachten Ansatz können wir unsere Chancen auf eine positive Antwort erhöhen. Lektion 10. Zeitmanagement beherrschen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Zeitmanagementfähigkeiten zu verbessern. Es ist wichtig, das Beste aus unserem Tag zu machen. Hallo John. Zeitmanagement ist in der Tat unerlässlich. Es hilft uns, organisiert zu bleiben, produktiver zu sein und unsere Ziele zu erreichen. Welche Strategien erwägen Sie? Ich habe gelesen, dass es hilfreich sein kann, klare Prioritäten zu setzen und eine To-Do-Liste zu erstellen. Wenn wir wissen, welche Aufgaben am wichtigsten sind, können wir uns auf sie konzentrieren und sicherstellen, dass sie erledigt Das werden. ist ein toller Anfang. Die Priorisierung von Aufgaben ermöglicht es uns, unsere Zeit und Energie effektiv einzusetzen. Es geht darum zu unterscheiden, was dringend und was wichtig ist. Absolut. Eine andere Strategie besteht darin, Ablenkungen zu vermeiden. Indem wir Unterbrechungen wie Telefonbenachrichtigungen oder soziale Medien minimieren, können wir konzentriert bleiben und Aufgaben effizienter erledigen. Du hast recht. Ablenkungen können einen erheblichen Teil unserer Zeit verschlingen. Die Schaffung eines förderlichen Arbeitsumfelds und das Setzen von Grenzen können uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist wahr. Eine andere Technik, auf die ich gestoßen bin, ist die Pomodoro-Technik. Dabei wird in kurzen Intervallen, in der Regel 25 Minuten, gearbeitet, gefolgt von einer kurzen Pause. Es hilft, den Fokus und die Produktivität aufrechtzuerhalten. Das ist eine hervorragende Technik. Wenn Sie unsere Arbeit in überschaubare Teile aufteilen,
können sie unsere Produktivität steigern und Burnout verhindern. Es geht darum, einen Rhythmus zu finden, der für uns Absolut. funktioniert. Ich habe auch festgestellt, dass das Delegieren von Aufgaben, wenn möglich, von Vorteil sein kann. Indem wir bestimmte Aufgaben anderen übertragen, können wir unsere Zeit für wichtigere oder strategischere Aufgaben gewinnen. Das ist ein gutes Argument. Delegieren hilft nicht nur dabei, die Arbeitslast zu verteilen, sondern ermöglicht es uns auch, die Stärken und das Fachwissen anderer zu nutzen. Es geht darum, intelligenter zu arbeiten, nicht härter. Definitiv. Ein weiterer Aspekt des Zeitmanagements ist die Terminplanung. Indem wir bestimmten Zeitfenstern für verschiedene Aktivitäten zuweisen, können wir sicherstellen, dass wichtigen Aufgaben die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie verdienen. Du hast absolut recht. Die Planung hilft, Struktur zu schaffen und verhindert, dass Aufgaben durch das Raster fallen. Es hilft uns auch, das Beste aus unseren produktiven Stunden herauszuholen. Absolut. Darüber hinaus ist es wichtig, regelmäßig Pausen einzulegen und neue Energie zu tanken. Wenn wir für kurze Zeit von der Arbeit weggehen, kann dies unsere Produktivität und Kreativität tatsächlich steigern, wenn wir zurückkehren. Das ist wahr. Pausen sind keine Zeitverschwendung, sie sind notwendig für unser Wohlbefinden und unsere geistige Klarheit. Es ist wichtig, die richtige Balance zwischen Arbeit und Erholung zu finden. Du hast absolut recht. Eine andere Technik, die ich hilfreich fand, ist die Eisenhower-Matrix. Es beinhaltet die Kategorisierung von Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit und Wichtigkeit, was uns hilft, effektiv Prioritäten zu setzen. Das ist eine hervorragende Technik. Die Eisenhower-Matrix hilft uns, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir unsere Zeit und Energie verbringen. Es geht darum, bewusst und strategisch vorzugehen. Definitiv. Schließlich ist es wichtig, unsere Zeitmanagement-Praktiken regelmäßig zu überprüfen und zu reflektieren. Indem wir herausfinden, was funktioniert und was verbessert werden muss, können wir unseren Ansatz verfeinern und effizienter werden. Du hast absolut recht. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel zum Zeitmanagement. Es geht darum, Strategien anzupassen und zu finden, die auf unsere individuellen Bedürfnisse und Vorlieben abgestimmt sind. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Erkenntnisse zum Zeitmanagement. Mit diesen Strategien im Hinterkopf bin ich zuversichtlich, dass ich das Beste aus meinem Tag machen und meine Ziele erreichen kann. Lektion 11: Reiseutensilien. Hallo Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Das ist praktisch. Vergessen Sie nicht, Ihren Führerschein und Ihre Kreditkarte mitzubringen. Hallo John. Absolut, Reiseutensilien sind entscheidend. Ich werde unter anderem sicherstellen, dass ich meinen Führerschein und meine Kreditkarte einpacke. Welche anderen Dinge halten Sie für unerlässlich? Nun, ein gültiger Reisepass ist definitiv ein Muss, wenn Sie international reisen. Es ist wichtig, das Ablaufdatum zu überprüfen und sicherzustellen, dass es für die Dauer unserer Reise gültig ist. Das ist wahr. Ein gültiger Reisepass ist für internationale Reisen unerlässlich. Ich werde das Ablaufdatum überprüfen und es bei Bedarf erneuern. Was ist mit einer Reiseversicherung? Eine Reiseversicherung ist eine gute Idee, insbesondere für längere Reisen oder beim Besuch unbekannter Ziele. Sie deckt unvorhergesehene Ereignisse wie medizinische Notfälle oder Reisestornierungen ab. Du hast recht. Eine Reiseversicherung kann Seelenfrieden und finanziellen Schutz bieten. Ich werde vor unserer Reise den Abschluss einer Reiseversicherung prüfen. Großartig! Ein weiterer wichtiger Artikel, den Sie mitbringen sollten, ist ein Universaladapter.
Damit können wir unsere elektronischen Geräte in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Steckdosen aufladen. Das ist wichtig, zumal es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Steckertypen gibt. Ich werde sicherstellen, dass ich einen Universaladapter einpacke, damit wir unsere Geräte weiterhin aufladen können. Definitiv. Es ist auch eine gute Idee, eine Kopie unseres Reiseplans und wichtiger Dokumente wie Hotelreservierungen, Flugtickets und Kontaktinformationen bei sich zu haben. Es hilft uns, organisiert zu bleiben. Das ist ein gutes Argument. Eine gedruckte oder digitale Kopie unserer Reiseroute und wichtiger Dokumente kann sehr nützlich sein, insbesondere wenn wir während unserer Reise auf Probleme stoßen. Absolut. Ein weiterer wichtiger Gegenstand ist eine zuverlässige Reisetasche oder ein Koffer. Es sollte langlebig, sicher und in der Lage sein, all unsere Habseligkeiten bequem unterzubringen. Du hast recht. Eine gute Reisetasche oder ein guter Koffer ist für ein reibungsloses Reiseerlebnis unerlässlich. Ich werde sicherstellen, dass ich eines auswähle, das unseren Bedürfnissen entspricht und ausreichend Platz bietet. Das ist wichtig. Vergessen Sie außerdem nicht, alle notwendigen Medikamente, Toilettenartikel und Körperpflegeprodukte einzupacken. Es ist immer besser, sie während unserer Reise zur Hand zu haben. Definitiv. Ich mache eine Checkliste mit allen Medikamenten und Körperpflegeprodukten, die ich mitbringen muss. Es ist wichtig, vorbereitet zu sein und alles zu haben, was wir auf Reisen brauchen. Absolut. Schließlich ist es eine gute Idee, einige Nachforschungen über die lokalen Bräuche, Traditionen und alle spezifischen kulturellen Normen des Ortes anzustellen, den wir besuchen. Es hilft uns, uns zurechtzufinden und die lokale Kultur zu respektieren. Das ist wahr. Wenn wir uns der lokalen Gepflogenheiten und kulturellen Normen bewusst sind, können wir ein bereichernderes und respektvolleres Reiseerlebnis erleben. Ich werde vorher einige Nachforschungen anstellen. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Einblicke in wichtige Reisetipps. Unter Berücksichtigung dieser Punkte können wir eine reibungslose und angenehme Reise haben. Lektion 12: Kluge Entscheidungen treffen. Hallo Anna, ich habe mir unsere Optionen für die bevorstehende Veranstaltung angesehen. Optionen mit günstigen Zeitpunkten, die sinnvoll sind, sind wichtig. Hallo John. Absolut, kluge Entscheidungen zu treffen ist entscheidend. Es ist wichtig, bei der Auswahl der besten Option verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Mit welchen spezifischen Aspekten befassen Sie sich? Nun, ein wichtiger Faktor ist der Standort. Es sollte leicht zugänglich sein und möglichst in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. Auf diese Weise ist es für alle Anwesenden praktisch. Das ist wahr. Einfache Erreichbarkeit und Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind wichtige Überlegungen. Es stellt sicher, dass die Teilnehmer den Veranstaltungsort ohne großen Aufwand erreichen können. Definitiv. Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sind die Kosten. Wir sollten verschiedene Optionen vergleichen und diejenige auswählen, die für unser Budget das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Du hast recht. Wirtschaftlichkeit ist wichtig. Wir müssen die Dienstleistungen oder Leistungen, die jede Option bietet, evaluieren und feststellen, ob sie mit unserem Budget vereinbar sind. Absolut. Es ist auch wichtig, den Ruf und die Bewertungen der Anbieter oder Organisatoren zu berücksichtigen. Positives Feedback und Empfehlungen können uns Vertrauen in unsere Wahl geben. Das ist ein gutes Argument. Die Überprüfung von Bewertungen und Testimonials kann wertvolle Einblicke in die Qualität und Zuverlässigkeit des Dienstes oder der Veranstaltung geben. Es hilft uns, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Definitiv.
Darüber hinaus spielt das Timing eine entscheidende Rolle. Wir sollten die Termine und den Zeitplan der Veranstaltung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit anderen Verpflichtungen kollidiert. Du hast recht. Es ist wichtig, unsere Verfügbarkeit und alle anderen Verpflichtungen zu berücksichtigen, um Überschneidungen der Zeitpläne zu vermeiden. So können wir uns voll und ganz auf die gewählte Option festlegen und sie genießen. Das ist wahr. Ein weiterer Aspekt, den es zu berücksichtigen gilt, ist das Gesamterlebnis oder der Wert, den wir aus der Veranstaltung oder dem Service ziehen werden. Wir sollten beurteilen, ob es unseren Zielen und Erwartungen entspricht. Absolut. Es ist wichtig, die potenziellen Vorteile und Ergebnisse zu bewerten. Bietet uns die Veranstaltung oder der Service wertvolles Wissen, Möglichkeiten zum Netzwerken oder zur persönlichen Weiterentwicklung? Definitiv. Es lohnt sich auch, alle zusätzlichen Funktionen oder Vorteile in Betracht zu ziehen, die die Optionen bieten. Manchmal können bestimmte Extras oder Boni das Gesamterlebnis verbessern. Das ist ein gutes Argument. Bonusfunktionen oder Sonderangebote können der ausgewählten Option einen Mehrwert verleihen. Wir sollten prüfen, ob sie unseren Präferenzen entsprechen und das Gesamterlebnis verbessern. Absolut. Schließlich sollten wir unserer Intuition vertrauen. Manchmal, auch wenn alle Faktoren günstig erscheinen, kann uns unser Bauchgefühl zur besten Wahl führen. Du hast recht. Intuition kann eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen. Wir sollten auf unsere Instinkte hören und die Option wählen, die sich für uns richtig anfühlt. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Erkenntnisse darüber, wie Sie kluge Entscheidungen treffen können. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können wir die für unsere Bedürfnisse am besten geeignete Option auswählen. Lektion 13: Einschalten. Achten Sie auf die Akkulaufzeit. Hallo Anna, ich habe nach Smartphones geforscht und bin hin und hergerissen zwischen zwei Modellen. Beide haben großartige Funktionen, aber ich bin mir nicht sicher, welche ich wählen soll. Was denkst du? Hallo John. Die Auswahl eines Smartphones kann eine Herausforderung sein. Haben Sie neben den Funktionen auch die Akkulaufzeit der einzelnen Modelle berücksichtigt? Das ist ein gutes Argument. Ich möchte ein Telefon, das den ganzen Tag durchhält, ohne ständig aufgeladen werden zu müssen. Ja, ich habe die Batteriegrößen verglichen, aber ich bin mir nicht sicher, wie sich das in der tatsächlichen Nutzung niederschlägt. Gibt es eine Möglichkeit, die Akkuleistung abzuschätzen? Eine Möglichkeit, die Akkulaufzeit zu messen, besteht darin, den Milliampere-Stunden-Wert Milliampere-Stunde zu überprüfen. Im Allgemeinen weist ein höherer Milliampere-Stunden-Wert auf eine längere Lebensdauer des Akkus hin. Ich verstehe. Also, je höher der Milliampere-Stunden-Wert, desto länger hält der Akku. Das ist gut zu wissen. Was sollte ich noch in Bezug auf die Akkulaufzeit beachten? Abgesehen von der Milliampere-Stunden-Bewertung können Faktoren wie Bildschirmhelligkeit, App-Nutzung und Netzwerkkonnektivität den Batterieverbrauch beeinflussen. Es lohnt sich, auch diese in Betracht zu ziehen. Das macht Sinn. Ich werde diese Faktoren bei meiner Entscheidung berücksichtigen. Gibt es noch etwas, auf das ich achten sollte? Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt sind die Stromsparfunktionen des Telefons. Einige Modelle bieten Einstellungen zur Batterieoptimierung oder Modi mit geringem Stromverbrauch, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Das ist ein gutes Argument. Stromsparfunktionen können erheblich zur Maximierung des Batterieverbrauchs beitragen. Ich werde das auch überprüfen. Danke.
Du bist willkommen. Es ist immer wichtig, alle Aspekte zu berücksichtigen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Die Akkulaufzeit ist ein entscheidender Faktor für ein reibungsloses Smartphone-Erlebnis. Ich stimme vollkommen zu. Ein Telefon mit großartigen Funktionen, aber schlechter Akkulaufzeit kann frustrierend sein. Ich freue mich über Ihren Beitrag, der mir geholfen hat, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Lektion 14: Beruf und Privatleben in Einklang bringen. Hallo Anna, nach der Arbeit werde ich versuchen, ein Training einzuschleichen und mich dann zu entspannen. Wie steht's mit dir? Irgendwelche Pläne für den Abend? Hallo John. Das klingt nach einem großartigen Plan. Was mich betrifft, ich denke darüber nach, etwas zu lesen und vielleicht ein neues Rezept für das Abendessen auszuprobieren. Das klingt wunderbar. Es ist wichtig, Zeit für Aktivitäten zu finden, die uns helfen, uns nach einem langen Arbeitstag zu entspannen und zu regenerieren. Wie schaffen Sie es, Ihr Privatleben mit Ihren beruflichen Pflichten in Einklang zu bringen? Ein Gleichgewicht zwischen Beruf und Privatleben zu finden, kann eine Herausforderung sein, ist aber für unser allgemeines Wohlbefinden unerlässlich. Ich lege Wert darauf, der Selbstpflege Priorität einzuräumen und meinen Zeitplan entsprechend zu planen. Indem ich Grenzen setze und meine Zeit effektiv einteile, kann ich spezielle Zeiträume sowohl für berufliche als auch für Das ist private Aktivitäten beeindruckend. reservieren. Das Setzen von Grenzen und ein effektives Zeitmanagement sind wichtige Strategien für eine gesunde Work-Life-Balance. Es ermöglicht uns, bei der Arbeit unser Bestes zu geben und gleichzeitig Zeit für uns selbst und unsere Lieben zu haben. Absolut. Es ist wichtig, Burnout zu vermeiden und sicherzustellen, dass wir Zeit für Aktivitäten haben, die uns Freude und Entspannung bringen. Indem wir diese Aktivitäten in unsere Routine integrieren, können wir neue Energie tanken und auf lange Sicht produktiver sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Aktivitäten wie Training, Hobbys oder das Verbringen von Zeit mit unseren Lieben können uns helfen, Stress abzubauen und unser allgemeines Wohlbefinden zu verbessern. Es ist wichtig, sich Zeit für das zu nehmen, was uns wichtig ist. Definitiv. Indem wir uns bewusst Zeit für Aktivitäten nehmen, die uns Glück und Erfüllung bringen, können wir unsere Work-Life-Balance verbessern und insgesamt ein zufriedeneres Leben führen. Es geht darum herauszufinden, was für uns individuell am besten funktioniert. Du hast absolut recht. Die Definition von Work-Life-Balance kann für jeden unterschiedlich sein, und es ist wichtig herauszufinden, was für uns persönlich am besten funktioniert. Es geht darum, unserem Wohlbefinden Priorität einzuräumen und bewusste Entscheidungen zu treffen, die unseren Werten und Zielen entsprechen. Exakt. Die Work-Life-Balance ist ein kontinuierlicher Prozess der Selbstwahrnehmung und Anpassung. Es erfordert, dass wir unsere Prioritäten regelmäßig überprüfen und die notwendigen Anpassungen vornehmen, um sicherzustellen, dass wir ein erfülltes und ausgeglichenes Leben führen. Gut gesagt. Es ist eine lebenslange Reise, um Harmonie zwischen unserem Berufs- und Privatleben zu finden. Indem wir uns unserer Entscheidungen bewusst sind und gezielte Anstrengungen unternehmen, können wir eine nachhaltige und erfüllende Work-Life-Balance schaffen. Absolut. Es ist eine Reise, auf die wir uns begeben und die wir unser ganzes Leben lang fortsetzen müssen. Indem wir auf unsere Bedürfnisse eingestellt bleiben und bewusste Entscheidungen treffen, können wir ein Gefühl des Gleichgewichts erreichen und insgesamt ein erfüllteres Leben führen. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es ist immer wertvoll, Ideen auszutauschen und aus den Erfahrungen der anderen zu lernen. Lassen Sie uns weiterhin unserem Wohlbefinden Priorität einräumen und eine gesunde Work-Life-Balance anstreben. Lektion 15: Tipps zur Reiseplanung. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, meinen nächsten Urlaub zu planen. Haben Sie Empfehlungen, wie Sie online gute Angebote finden können, oder sollte ich in Betracht ziehen, ein Reisebüro zu beauftragen?
Hallo John. Einen Urlaub zu planen kann aufregend sein. Wenn es darum geht, gute Angebote zu finden, haben sowohl Online-Plattformen als auch Reisebüros ihre Vorteile. Das hängt von Ihren Vorlieben und dem Grad an Komfort ab, den Sie suchen. Das macht Sinn. Ich schätze den Komfort von Online-Plattformen, bin aber auch offen dafür, die Option eines Reisebüros in Betracht zu ziehen, das persönliche Unterstützung anbieten kann. Was sind die Vorteile der Nutzung eines Reisebüros? Die Nutzung eines Reisebüros kann von Vorteil sein. Sie haben Zugang zu exklusiven Angeboten und Rabatten, und Ihr Fachwissen kann Ihnen helfen, durch verschiedene Optionen zu navigieren. Sie können Ihnen auch Empfehlungen geben, die auf Ihren Präferenzen und Ihrem Budget basieren. Das klingt großartig. Es ist auf jeden Fall attraktiv, jemanden mit Fachwissen zu haben, der mich durch den Planungsprozess führt und sicherstellt, dass ich die besten Angebote erhalte. Auf der anderen Seite, welche Vorteile bieten Online-Plattformen? Online-Plattformen bieten Komfort und Flexibilität. Sie haben die Freiheit, mehrere Optionen in Ihrem eigenen Tempo zu erkunden und die Preise zu vergleichen. Darüber hinaus bieten viele Websites Kundenrezensionen und Bewertungen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Ich verstehe. Die Möglichkeit, Preise zu vergleichen und Bewertungen direkt auf den Online-Plattformen zu lesen, ist in der Tat von Vorteil. Es ermöglicht eine unabhängigere Entscheidungsfindung. Gibt es Tipps, die Sie teilen können, um online gute Angebote zu finden? Ganz gewiss. Bei der Online-Suche nach Angeboten ist es wichtig, flexibel mit Ihren Reisedaten und Reisezielen umzugehen. Das Einrichten von Preisbenachrichtigungen und das Surfen im Inkognito-Modus können Ihnen auch dabei helfen, die besten Preise zu finden. Darüber hinaus kann eine Buchung im Voraus oder in der Nebensaison zu erheblichen Einsparungen Das sind führen. wertvolle Tipps. Die Flexibilität bei Reisedaten und Reisezielen eröffnet mir mehr Möglichkeiten. Die Verwendung von Preisbenachrichtigungen und dem Inkognito-Modus kann mir helfen, auf dem Laufenden zu bleiben und Preisschwankungen zu vermeiden. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Müssen bei der Online-Buchung irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden? Absolut. Es ist wichtig, die Glaubwürdigkeit der Website oder Plattform zu überprüfen, bevor Sie Zahlungen leisten. Suchen Sie nach sicheren Zahlungsmöglichkeiten und lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Es ist auch ratsam, eine Reiseversicherung abzuschließen, um sich vor unvorhergesehenen Umständen zu schützen. Danke für den Rat. Die Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Website, die Gewährleistung sicherer Zahlungsoptionen und der Abschluss einer Reiseversicherung sind wichtige Aspekte bei der Online-Buchung. Ich werde sicherstellen, dass ich in diesen Bereichen fleißig bin. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Eine weitere zu berücksichtigende Sache ist der Vergleich der Preise auf mehreren Plattformen. Verschiedene Websites bieten möglicherweise unterschiedliche Angebote an. Daher ist es vorteilhaft, verschiedene Optionen zu prüfen, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Zögern Sie außerdem nicht, sich bei Fragen oder Bedenken an den Kundensupport Das zu ist wenden. ein gutes Argument. Der Vergleich der Preise auf verschiedenen Plattformen ermöglicht es mir, eine fundierte Entscheidung zu treffen und möglicherweise bessere Angebote zu finden. Ich nehme mir die Zeit, um zu recherchieren und zu vergleichen, bevor ich endgültige Buchungen tätige. Vielen Dank für all Ihre Erkenntnisse. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, egal, ob Sie sich für Online-Plattformen oder ein Reisebüro entscheiden, der Schlüssel liegt darin, im Voraus zu planen, auf dem Laufenden zu bleiben und Entscheidungen zu treffen, die Ihren Vorlieben und Ihrem Budget entsprechen. Viel Spaß bei Ich Ihrer danke dir. Urlaubsplanung. Ich schätze Ihre Anleitung und Unterstützung. Ich freue mich darauf, meine Reise zur Urlaubsplanung zu beginnen und die besten Angebote zu finden. Auf einen unvergesslichen und gut geplanten Urlaub. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Lektion 16:
positiv wirken. Hallo Anna, ich habe über die positiven Auswirkungen nachgedacht, die ich auf das Unternehmen gehabt habe. Es ist wichtig, nach kontinuierlicher Verbesserung zu streben, nicht wahr? Hallo John. Absolut. Es kann motivierend sein, über unsere Leistungen und die positiven Veränderungen nachzudenken, die wir im Unternehmen bewirkt haben. Es ist wichtig, den Wert unserer Beiträge anzuerkennen und weiterhin nach Wachstum zu streben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Anerkennung unserer Erfolge stärkt unser Selbstvertrauen und ermutigt uns, uns neue Ziele zu setzen. Es ist eine großartige Strategie für die persönliche und berufliche Entwicklung. Definitiv. Unsere Erfolge zu feiern und sie als Sprungbrett für zukünftiges Wachstum zu nutzen, ist ein wirkungsvoller Ansatz. Es ermöglicht uns, auf unseren Stärken aufzubauen und eine noch größere Wirkung zu erzielen. Das ist eine großartige Perspektive. Der Ausbau unserer Stärken ist ein wichtiger Bestandteil des persönlichen und beruflichen Wachstums. Es ermöglicht uns, kontinuierliche Fortschritte zu erzielen und positiv zum Unternehmenserfolg beizutragen. Absolut. Indem wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und sie in unserer Arbeit nutzen, können wir einen bedeutenden Unterschied machen. Es geht darum, unser Potenzial zu maximieren und Wege zu finden, Mehrwert zu schaffen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist entscheidend, unser Potenzial zu maximieren und einen Mehrwert für unsere Arbeit zu schaffen. Es ermöglicht uns, einen positiven Einfluss auszuüben und zum Gesamterfolg des Unternehmens beizutragen. Definitiv. Der Beitrag jedes Einzelnen spielt eine wichtige Rolle für den Unternehmenserfolg. Wenn wir nach Exzellenz streben und unser Bestes geben, wirkt sich das Kollektiv positiv aus. Du hast absolut recht. Wenn sich jeder im Unternehmen für Exzellenz einsetzt und sich darauf konzentriert, eine positive Wirkung zu erzielen, entsteht eine Erfolgskultur und treibt das Unternehmen voran. Exakt. Eine Kultur, die Wert auf kontinuierliche Verbesserung legt und die positiven Auswirkungen ihrer Mitarbeiter anerkennt, fördert Innovation und Wachstum. Für Unternehmen ist es wichtig, ein solches Umfeld zu fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung zu pflegen und die positiven Auswirkungen der Mitarbeiter anzuerkennen, ist eine Win-Win-Situation. Davon profitieren sowohl das Unternehmen als auch die beteiligten Personen. Absolut. Es ist eine symbiotische Beziehung, in der das Unternehmen durch die Beiträge seiner Mitarbeiter gedeiht und die Mitarbeiter in einem unterstützenden und wertschätzenden Umfeld wachsen und sich entwickeln. Gut gesagt. Wenn sowohl das Unternehmen als auch seine Mitarbeiter vom Erfolg des jeweils anderen profitieren, entsteht ein positiver Wachstums- und Leistungszyklus. Dies ist ein Beweis dafür, wie wichtig es ist, eine positive Wirkung zu erzielen. In der Tat. Eine positive Wirkung zu erzielen, ist nicht nur für das Unternehmen von Vorteil, sondern auch persönlich erfüllend. Es ermöglicht uns, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und einen wichtigen Beitrag zu unserem beruflichen Werdegang zu leisten. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse geteilt haben. Es ist eine wertvolle Denkweise, die es zu kultivieren gilt, über die positiven Auswirkungen nachzudenken, die wir erzielen, und das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Wir hoffen, in Zukunft eine noch größere Wirkung zu erzielen. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Lektion 17: Zahlungsmöglichkeiten. Hallo Anna, ich habe überlegt, ein neues Restaurant auszuprobieren. Wissen Sie, ob Sie Kreditkarten oder nur Bargeld akzeptieren? Hallo John. Das ist eine gute Frage. Es ist immer eine gute Idee, die akzeptierten Zahlungsoptionen zu überprüfen, bevor Sie einen neuen Ort besuchen. Lass es mich für dich herausfinden. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe.
Es ist wichtig, im Voraus zu wissen, ob ich Bargeld bei mir haben muss oder ob ich meine Kreditkarte bequem verwenden kann. Du bist willkommen. Ich habe gerade nachgesehen und Sie akzeptieren sowohl Kreditkarten als auch Bargeld. Sie haben also die Flexibilität, Ihre bevorzugte Zahlungsmethode zu wählen. Das sind großartige Neuigkeiten. Die Möglichkeit, entweder Kreditkarten oder Bargeld zu verwenden, gibt mir mehr Komfort und Flexibilität. Es ist immer schön, eine Wahl zu haben. Absolut. Mehrere Zahlungsoptionen ermöglichen eine reibungslosere und bequemere Transaktion. Es ist eine gute Praxis für Unternehmen, auf unterschiedliche Präferenzen einzugehen. Ich stimme zu. Da das Restaurant sowohl Kreditkarten als auch Bargeld akzeptiert, spricht es ein breiteres Kundenspektrum an und macht deren kulinarisches Erlebnis komfortabler. Definitiv. Die Annahme von Kreditkarten ist besonders vorteilhaft für Kunden, die es vorziehen, kein Bargeld bei sich zu haben oder einen begrenzten Betrag zur Hand haben. Es bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, Zahlungen zu tätigen. Das ist wahr. Kreditkarten bieten zusätzliche Sicherheit und Komfort. Außerdem ermöglichen sie es Kunden, ihre Ausgaben zu verfolgen und Prämien oder Cashback für ihre Einkäufe zu erhalten. Absolut. Kreditkarten können zusätzliche Vorteile bieten, zum Beispiel Prämienprogramme und Kaufschutz. Es ist wichtig, verantwortungsbewusst mit ihnen umzugehen und den Restbetrag pünktlich zurückzuzahlen. Ich stimme vollkommen zu. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Kreditkarten ist der Schlüssel zur Maximierung der Vorteile und zur Vermeidung unnötiger Schulden. Es ist wichtig, den Überblick über die Zahlungen zu behalten und die Ausgaben mit Bedacht zu verwalten. Ein kluges Finanzmanagement ist unerlässlich. Es ist immer eine gute Idee, Ihre Ausgaben zu budgetieren und zu planen, unabhängig von der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode. Wenn Sie auf Ihre Ausgaben achten, tragen Sie zur Aufrechterhaltung der finanziellen Stabilität bei. Das ist ein guter Rat. Budgetierung und Planung sind entscheidend, um die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ist eine wertvolle Fähigkeit, die es zu entwickeln und zu üben gilt. Absolut. Die Entwicklung guter finanzieller Gewohnheiten und das Treffen fundierter Entscheidungen über Zahlungsmethoden tragen zum allgemeinen finanziellen Wohlbefinden bei. Dies ist ein wesentlicher Aspekt der persönlichen Finanzen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn wir uns unserer finanziellen Entscheidungen bewusst sind und die verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten verstehen, die uns zur Verfügung stehen, können wir fundierte Entscheidungen treffen und unsere Finanzen effektiv verwalten. Gut gesagt. Es ist Teil unserer finanziellen Verantwortung, fundierte Entscheidungen über Zahlungsmethoden zu treffen. Es stellt sicher, dass wir eine reibungslose und bequeme Erfahrung haben und gleichzeitig unsere finanziellen Ziele im Auge behalten. Vielen Dank für Ihre Einblicke. Ihre Informationen über die Zahlungsmöglichkeiten des Restaurants und die Bedeutung der finanziellen Verantwortung sind wertvoll. Das werde ich bei der Planung meines Besuchs berücksichtigen. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Lektion 18: Lokale Erfahrungen. Hallo Anna, hattest du auf deinen Reisen schon einmal ein unvergessliches Lebenserlebnis? Haben Sie lokale Spezialitäten probiert, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben? Hallo John. Absolut. Reisen bietet unglaubliche Möglichkeiten, einzigartige und unvergessliche Erlebnisse zu erleben. Das Probieren lokaler Spezialitäten ist eine der besten Möglichkeiten, in die Kultur einzutauchen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Das ist faszinierend. Ich glaube, das Probieren von lokalem Essen ist ein wesentlicher Bestandteil der Erkundung eines neuen Ortes. Es ermöglicht uns, uns mit der lokalen Kultur zu verbinden und authentische Aromen zu genießen. Definitiv.
Essen ist eine universelle Sprache, die Menschen zusammenbringt. Das Probieren lokaler Gerichte befriedigt nicht nur unseren Gaumen, sondern öffnet auch Türen zum Verständnis der Traditionen und Bräuche eines Ortes. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist die perfekte Art, das kulinarische Erbe eines Reiseziels zu erkunden. Lokale Zutaten und Kochtechniken sorgen oft für einzigartige und köstliche Aromen. Absolut. Jede Region hat ihre eigenen kulinarischen Schätze, und sie zu probieren, verleiht unseren Reiseerlebnissen eine neue Dimension. Es ist, als würde man sich auf ein köstliches Abenteuer einlassen. Das klingt aufregend. Haben Sie bestimmte lokale Spezialitäten, die Sie probiert und geliebt haben? Ich bin neugierig auf deine kulinarischen Abenteuer. Oh, gewiss. Während meiner Reise nach Thailand hatte ich die Gelegenheit, authentisches Pad Thai zu probieren, ein beliebtes lokales Gericht. Die Kombination der Aromen, von der Würze der Tamarinde bis zur Frische der Kräuter, war einfach unglaublich. Das klingt unglaublich. Pad Thai ist ein klassisches thailändisches Gericht, das für seine lebendigen Aromen bekannt ist. Es ist faszinierend, wie ein einziges Gericht die Essenz der kulinarischen Traditionen eines Landes einfangen kann. Absolut. Es ist wie ein kulinarischer Botschafter, der die Vielfalt und den Reichtum einer Kultur repräsentiert. Beim Ausprobieren habe ich das Können und die Kunstfertigkeit schätzen gelernt, die hinter der Kreation solcher Aromen stecken. Das ist wunderbar. Die Erkundung der lokalen Küche führt uns nicht nur in neue Geschmackserlebnisse ein, sondern lehrt uns auch etwas über die Geschichte und das Erbe eines Ortes. Es ist ein Fest für die Sinne und den Geist. Definitiv. Essen ist eng mit der Identität und Geschichte eines Ortes verwoben. Durch das Erleben lokaler Spezialitäten gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die lokalen Traditionen und die Menschen hinter den Gerichten. Ich stimme vollkommen zu. Es ist wie eine Reise durch die Aromen und Geschichten eines Reiseziels. Jeder Bissen trägt ein Stück Kultur in sich und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Exakt. Deshalb lege ich immer Wert darauf, lokale Spezialitäten zu probieren, wo immer ich hingehe. Es ist eine Gelegenheit, wertvolle Erinnerungen zu schaffen und sich mit dem Herzen und der Seele eines Ortes zu verbinden. Danke, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Ihre Geschichten über das Probieren lokaler Spezialitäten haben mich dazu inspiriert, die kulinarischen Köstlichkeiten der Orte zu erkunden, die ich besuche. Ich freue mich darauf, mich auf meine eigenen geschmackvollen Abenteuer einzulassen. Bis zu unserem nächsten Gespräch. Lektion 19. Gesundes Essen. Hallo Anna, achtest du auch auf deine Diät? Ich habe in letzter Zeit versucht, gesündere Entscheidungen zu treffen. Hallo John. Absolut. Es ist wichtig, auf unsere Gesundheit zu achten, und eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, darauf zu achten, was wir essen. Ich habe mich auch bemüht, gesünder zu essen und weniger verarbeitete Lebensmittel zu verwenden. Das ist toll zu hören. Verarbeitete Lebensmittel können praktisch sein, aber oft fehlen ihnen die Nährstoffe, die unser Körper benötigt. Für eine ausgewogene Ernährung ist es wichtig, sich auf vollwertige, unverarbeitete Lebensmittel zu konzentrieren. Definitiv. Vollwertkost versorgt uns mit essentiellen Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen, während verarbeitete Lebensmittel in der Regel einen hohen Zuckerzusatz, ungesunde Fette und künstliche Inhaltsstoffe enthalten. Es ist wichtig, nährstoffreiche Optionen zu priorisieren. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Durch die Auswahl nährstoffreicher Lebensmittel ernähren wir unseren Körper und unterstützen unser allgemeines Wohlbefinden. Es geht darum, bewusste Entscheidungen für einen gesünderen Lebensstil zu treffen. Absolut.
Es geht nicht um restriktive Diäten oder Entbehrungen, sondern darum, einen ausgewogenen Ansatz zu finden, der für uns funktioniert. Es geht darum, unseren Körper zu ernähren und gleichzeitig die Lebensmittel zu genießen, die wir Das lieben. ist eine großartige Perspektive. Es geht darum, eine nachhaltige und unterhaltsame Art zu finden, sich gesund zu ernähren. Es geht darum, im Laufe der Zeit kleine Veränderungen vorzunehmen, die große Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können. Exakt. Kleine Veränderungen können zu erheblichen Verbesserungen unserer allgemeinen Gesundheit führen. Es geht darum, schrittweise Anpassungen vorzunehmen und gesunde Gewohnheiten aufzubauen, die Bestand haben. Ich stimme vollkommen zu. Der Aufbau gesunder Gewohnheiten erfordert Zeit und Konsequenz. Es ist wichtig, geduldig mit uns selbst zu sein und uns eher auf Fortschritt als auf Perfektion zu konzentrieren. Absolut. Fortschritt ist das Wichtigste. Jeder Schritt, den wir in Richtung einer gesünderen Ernährung unternehmen, ist ein Schritt in Richtung eines besseren und lebendigeren Lebens. Das ist inspirierend. Eine gesündere Ernährung kommt nicht nur unserer körperlichen Gesundheit zugute, sondern wirkt sich auch positiv auf unser geistiges und emotionales Wohlbefinden aus. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz zur Selbstfürsorge. Definitiv. Unsere Lebensmittelauswahl wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Wenn wir unseren Körper mit nahrhaften Lebensmitteln versorgen, fühlen wir uns energiegeladener, konzentrierter und bereit, den Tag in Angriff zu nehmen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist erstaunlich, wie Essen unser allgemeines Wohlbefinden beeinflussen kann. Es erinnert daran, dass das, was wir essen, wichtig ist und tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Lektion 20: Mietwagen. Hallo Anna, ich muss nächste Woche reisen. Das klingt vernünftig. Kann ich ein Auto für meine Reise reservieren? Hallo John. Absolut. Ein Auto zu mieten kann eine bequeme und flexible Option für Ihre Reisen sein. Ich kann dir dabei helfen. Wohin wirst du reisen? Ich werde nach Los Angeles reisen. Ich habe ein paar Treffen und möchte die Stadt in meiner Freizeit erkunden. Ein Auto zu haben würde mir die Freiheit geben, mich leicht fortzubewegen. Das ist eine tolle Idee. Mit einem Auto können Sie sich auf jeden Fall leichter fortbewegen und verschiedene Teile der Stadt erkunden. Lassen Sie mich die Verfügbarkeit und die Optionen für Sie überprüfen. Ich danke dir. Danke für deine Hilfe. Ich suche ein kompaktes oder mittelgroßes Auto, das sparsam ist. Haben Sie irgendwelche Empfehlungen? Sicher. Ich kann Ihnen sicherlich helfen, ein Auto zu finden, das Ihren Vorlieben entspricht. Die Kraftstoffeffizienz ist ein guter Aspekt, insbesondere bei längeren Fahrten. Lassen Sie mich die verfügbaren Optionen für Sie überprüfen. Das wäre toll. Ich brauche das Auto auch für ungefähr eine Woche. Können Sie mir die Mietpreise und alle zusätzlichen Gebühren mitteilen, die ich beachten sollte? Natürlich. Ich gebe Ihnen alle notwendigen Informationen. Es ist wichtig, sich über zusätzliche Gebühren wie Versicherungsschutz oder Kilometerbegrenzungen im Klaren zu sein. Ich werde sicherstellen, dass ich Ihnen ein umfassendes Angebot unterbreite. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Wissen Sie auch, ob es bestimmte Anforderungen oder Dokumente gibt, die ich bei der Abholung des Autos mitbringen muss? Absolut. In der Regel benötigen Sie einen gültigen Führerschein, eine Kreditkarte für die Mietkaution und einen Versicherungsnachweis. Es ist immer eine gute Idee, die spezifischen Anforderungen mit dem Vermieter zu besprechen, da diese variieren können. Das ist gut zu wissen. Ich werde dafür sorgen, dass alle notwendigen Dokumente bereit sind.
Sobald ich die Details und Preise von Ihnen habe, werde ich die Reservierung abschließen. Das klingt nach einem Plan. Ich sammle alle Informationen und schicke sie dir per E-Mail. Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich danke dir vielmals. Ihre Unterstützung wird sehr geschätzt. Ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, dass ich Ihre Unterstützung bei der Organisation der Autovermietung für meine Reise habe. Lektion 21: Reisetipps und Ratschläge. Hallo Anna, ich habe gerade einen cleveren Reisetipp gelesen, den ich gerne bei meiner nächsten Reise ausprobieren werde. Hast du noch andere Tipps für Reisen? Hallo John. Ich würde gerne den cleveren Tipp hören, den du gefunden hast. Und ja, ich habe noch ein paar Reisetipps im Ärmel. Lass uns Ratschläge austauschen. Der Tipp, den ich gefunden habe, schlägt also vor, Kleidung zu rollen, anstatt sie zusammenzufalten, um Platz im Koffer zu sparen. Es scheint eine praktische Idee zu sein. Das ist ein toller Tipp. Das Rollen von Kleidung spart nicht nur Platz, sondern hilft auch, Falten zu minimieren. Ich verwende diese Technik auch immer. Es ist gut zu wissen, dass es sich um eine bewährte Methode handelt. Welchen anderen Rat haben Sie, um das Reisen bequemer zu gestalten? Einer meiner Top-Tipps ist, ein kleines Toilettenset in Reisegröße mit wichtigen Dingen wie Shampoo, Zahnpasta und Feuchtigkeitscreme einzupacken. Es spart Platz und stellt sicher, dass Sie das haben, was Sie brauchen. Das ist eine kluge Idee. Das ist viel praktischer als das Tragen von Flaschen in voller Größe. Ich werde auf jeden Fall ein Set in Reisegröße in meine Packliste aufnehmen. Ein weiterer Tipp ist, eine Fotokopie wichtiger Dokumente wie Reisepass und Reiseversicherung zu haben. Bewahren Sie sie bei Verlust oder Diebstahl getrennt von den Originalen auf. Das ist eine wertvolle Vorsichtsmaßnahme. Ich werde dafür sorgen, dass Kopien sicher in meinem Gepäck aufbewahrt werden. Es ist immer besser, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Absolut. Wenn Sie vorbereitet sind, können Sie sich viel Stress und Ärger ersparen. Oh, und vergessen Sie nicht, einen Universaladapter für Ihre elektronischen Geräte einzupacken. Guter Punkt. In verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Arten von Steckdosen. Ein Universaladapter stellt also sicher, dass ich meine Geräte überall aufladen kann. Exakt. Es ist ein kleiner Artikel, der einen großen Unterschied machen kann, wenn es darum geht, auf Reisen in Verbindung zu bleiben und aufgeladen zu bleiben. Ich schätze all diese Reisetipps. Sie sind praktisch und werden meine Reisen auf jeden Fall angenehmer und stressfreier machen. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass du sie hilfreich findest. Reisen sollte ein aufregendes Abenteuer sein, und diese Tipps können Ihre Erfahrung verbessern. Das ist wahr. Ich freue mich darauf, diese Tipps anzuwenden und mühelos neue Orte zu erkunden. Nochmals vielen Dank. Kein Problem. Hab eine fantastische Zeit auf deiner nächsten Reise. Sicher reisen und jeden Moment genießen. Das werde ich. Ich danke dir. Ich werde meine Erfahrungen auf jeden Fall teilen, wenn ich zurückkomme. Bis dahin, pass auf dich auf.